We have a question from Klagenfurt. Also jetzt eine Frage aus Klagenfurt. Ich bin Atheisten und halte Vergewaltigung dennoch für falsch. Wie ist das in Ihrer Argumentation zu erklären? Ich glaube nicht, dass das, was ich für unmoralisch und moralisch halte, etwas mit Gott zu tun hat. So this question is from Klagenfurt, and she says, I am an atheist and believe rape is wrong. Good. Yes. No, that is good. That's good. Nicht alle glauben so. How can you explain this with your arguments? I don't believe that what I believe is moral or immoral has anything to do with God. Okay, my question would be for her, Meine Frage an Sie wäre, what is your ground for the values you affirm as objective? auf welchem Fundament stehen deine Werte, die du hast? If there is no God, then what is it in your atheistic worldview that is the ground of objective moral values? Wenn es also keinen Gott gibt, was in deinem atheistischen Weltbild ist die Basis für deine moralischen Werte und Vorstellungen? I just don't see any. Ich sehe keine. It seems to me that on an atheistic view, moral values would just be the byproducts of biological evolution and social conditioning. In einem atheistischen Weltbild wären moralische Vorstellungen und Werte nur ein Zusatzprodukt aus der Evolution heraus. And I don't see any transcendent or transcultural ground that would make these values objective. Und da gibt es also keinen transzendenten oder auch transkulturellen Basis, die diese Werte objektiv machen und erscheinen lassen würden. If she doesn't see this, let's do a thought experiment. Wenn das also nicht so gesehen wird, wollen wir ein Gedankenexperiment machen. Suppose a race of aliens were to visit, extraterrestrials were to visit the Earth. Wenn also Aliens oder exterritoriale Wesen die Erde besuchen würden. And suppose they were biologically similar to human beings so that they could copulate with human females. Man stelle sich vor, dass die biologisch so ähnlich zu uns Menschen wären, dass sie sich fortpflanzen könnten mit Frauen auf der Erde. And suppose they began to rape human females. Und sie würden das tun, indem sie vergewaltigen würden. What could the questioner say to these extraterrestrials as to why their actions are wrong? Was könnte also die Frage gestellt hat, sagen zu diesen Wesen, dass das, was sie tun, falsch ist? Why couldn't the aliens reply, well, that may be wrong for you here on Earth with your evolution and social conditioning, but it's not wrong for us. Warum könnten diese Wesen nicht antworten, das kann ja falsch sein mit deiner evolutionären Sicht und Entwicklung, die da ist auf der Erde, aber es ist nicht falsch für uns. You see, without God, I just don't see any ground, any transcendent ground that would free us from this kind of relativism. Ohne Gott sehe ich keine transzendente Grundlage, die uns frei machen würde von dieser Relativität. So, I don't want to attack this person's view. Ich möchte diese Meinung nicht angreifen. On the contrary, I am glad that she affirms the existence of objective values. Und ich bin sehr froh, oder im Gegensatz bin ich auch aber sehr froh, dass sie die Existenz von objektiven Wertevorstellungen bestätigt. But I want to help her by offering her an explanatory ground for the values that we both recognize and hold dear. I want to offer her a ground for these, an objective ground. Autorisieren, dass sie, could you say that again, please? Sorry. Yes, I want to offer her an objective foundation dass sie, for the moral values that we both recognize dass and sie hold auch dear. Eine Grundlage hat für diese moralischen Werte, die wir beide haben. Super. Eine ähnliche Frage vom Inhalt her. Viele Atheisten sagen, sie glauben nicht an Gott, weil sie nicht verstehen können, wie ein Gott all das Leid auf der Welt zulassen kann. Wie kann ein Gott zulassen, dass unschuldige Kinder sterben, verhungern und so weiter?
Wie kann man dieser Argumentation entgegensetzen? So this question says many atheists say that they don't believe in God because they cannot understand how a God could allow suffering and pain in the world. And for example, how can God allow innocent children to die or starve, for example? Yes. Also, so the question is, how can one counter this argument? Yes. This is such an important question that it deserves an entire Vortrag about it alone. Diese Frage ist so wichtig, dass sie also es verdient, einen ganzen Vortrag darüber zu halten oder gehalten zu werden. And so my brief remarks here will appear, I'm sure, inadequate. Jetzt denke ich, dass meine kurzen Kommentare hier nur also unpassend irgendwie erscheinen können. But if you'd like to read more about this issue, look at our website, reasonablefaith.org, where I discuss this problem in great detail. Wer mehr hier zu diesem Thema wissen möchte, der sollte zum Beispiel auf unsere Webseite reasonablefaith.org schauen, wo darüber mehr zu lesen ist. Now, in dealing with the problem of suffering, I think it's critical that we draw some important distinctions. Wenn wir über das Thema des Leids nachdenken, dann müssen wir bestimmte Unterscheidungen treffen. First and foremost, we need to distinguish between the intellectual problem of suffering and the emotional problem of suffering. Es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen dem intellektuellen Thema des Problem des Leidens und dem emotionalen Problem des Leidens. I think for most people, the problem of suffering is really an emotional problem, not an intellectual problem. Ich glaube, dass für die meisten Menschen dieses Problem ein emotionales Problem ist und nicht ein intellektuelles. They just don't like a God who would allow people to suffer so. Sie können keinen Gott annehmen oder für gut befinden, der dieses Leiden erlaubt im menschlichen Leben. And so they just reject him. Und so lehnen sie ihn ab. But intellectually speaking, it is extremely difficult to show any incompatibility between God and the suffering in the world. Intellektuell gesprochen ist es sehr, sehr schwierig, irgendeine Inkompatibilität zwischen Gott und dem Leiden zu zeigen. Here, philosophers have drawn another fundamental distinction. Hier hat die Philosophie eine weitere Unterscheidung, eine fundamentale Unterscheidung getroffen. We need to distinguish between the logical version of the problem and the probabilistic version of the problem. Wir müssen unterscheiden zwischen der logischen Version dieses Problems und der wahrscheinlichen Version dieses Problems. According to the logical version, the coexistence of God and evil is logically impossible. Logisch betrachtet, in dieser logischen Version ist die Koexistenz von Gut und Böse, von Gott und dem Bösen nicht möglich. And I will simply report that this version of the problem is almost universally regarded as solved. Ich möchte einfach sagen, dass diese Version des Problems nahezu universell gesprochen gelöst angesehen wird. Both atheistic and theistic philosophers have come to recognize that it cannot be shown that God and suffering are logically incompatible. Sowohl atheistische als auch theistische Philosophen sind zu dem Schluss gekommen, dass es nicht gezeigt werden kann, dass Gott und Leiden logisch inkompatibel ist. It's always logically possible that God has a morally sufficient reason for permitting evil. Denn es ist immer logisch möglich, dass Gott eine moralische Begründung hat, die Menschen auch das Leiden ermöglicht oder leidet. So this version of the problem is bankrupt. It's what? Bankrupt. Also diese Sicht, diese logische Sicht, Version des Problems ist also beendet. The probabilistic version says that God and the suffering in the world are improbable with respect to each other. Also probabilistisch? Die wahrscheinlichkeitsbasierende Version dieses Problems des Leidens sagt,
dass Gott und das Leiden Yes, they're improbable with respect to each other. sie sind also unwahrscheinlich in Beziehung zueinander. That is to say, given the suffering in the world, it's improbable that God exists. Das heißt also in anderen Worten, wenn man das Leiden in der Welt anschaut, dann ist es unwahrscheinlich, dass Gott existiert. And the difficulty here is that we're simply not in a position to show with any confidence Hier haben wir ein Problem, dass wir als Menschen nicht in der Lage sind, mit Überzeugung zu zeigen, that it's improbable that God has a morally sufficient reason for permitting any instance of evil that we see. dass es unwahrscheinlich ist, dass Gott eine moralisch genügend Gründe hat, um das Leiden zu erlauben, das wir sehen. We're simply not in a position to make those kind of probability judgments with any confidence. Wir sind als Menschen nicht in der Lage, mit einer Zuverlässigkeit diese Entscheidungen zu treffen. Let me give an illustration. Eine Verdeutlichung. There's a theory of ethics called utilitarianism. Da gibt es eine ethische Sicht, die Utilitarianism heißt. Wie sagt man das auf Deutsch? Utilitarianismus. Gibt es einen Fachbegriff dafür? Wer weiß das? Utilitarismus. Utilitarismus. Vielen Dank. Good. This theory says that we should do whatever brings about the greatest happiness for the greatest number of people. Diese Lehre sagt, dass wir das tun sollten, was die größte Freude und Annehmlichkeit für die möglichst größte Anzahl von Menschen bewirkt. So, my moral duty is to bring about the greatest happiness for the greatest number of people. Das heißt, meine moralische Pflicht ist es, die größte Freude für die möglichst größte Anzahl von Menschen zu bewirken. And one of the crushing criticisms of utilitarianism is einer der gewaltigsten Kritikpunkte gegen diese Sicht, gegen diese Lehre ist that we're in no position at all to know what would bring about the greatest happiness of the greatest number of people. Dass das für uns gar nicht möglich ist, dass wir das wissen, was die größte Freude für die möglichst größte Anzahl von Menschen bewirken kann. Some action that looks terrible in the short run could turn out to be a great benefit to mankind. Etwas, was auf ersten Anblick total fatal ausschauen würde und schlimm, könnte ein ganz großer Gewinn in der weiteren Folge gesehen für die Menschheit sein. And something that looks great in the immediate future could turn out to have disastrous consequences for Und natürlich mankind. umgekehrt, etwas, das für die momentane Situation und die momentane nahe Zukunft total super ausschauen würde, könnte total desaströse Auswirkungen haben für die Zukunft. So these kinds of probability judgments are beyond our capacity to make. Wir sind also eigentlich nicht in der Lage, diese Wahrscheinlichkeitsaussagen zu treffen. And for the same reason, the atheist is simply not in a good position In gleicher Weise ist Atheismus in einer nicht guten Position, to say with any confidence that God probably does not have a morally sufficient reason for permitting any instance of suffering we experience. dass Atheisten sagen könnten, dass Gott nicht moralisch genügend Gründe haben könnte, um Leid für Menschen zu erlauben. Now, much, much more deserves to be said about this. Viel mehr muss zu diesem Thema gesagt werden. But I think you can see from what I have said how difficult it is to prove intellectually any incompatibility between God and the suffering in the world. Man kann aber vielleicht schon bemerken, von dem, was ich gesagt habe, wie schwierig es ist, darzulegen, dass es eine Inkompatibilität zwischen Gott und dem Leiden in der Welt gibt. It lays a burden of proof on the shoulders of the atheist, which is so heavy that it cannot be sustained. Das legt eine große Last, eine Beweisnot auf die Schultern der Atheisten, die sie eigentlich nicht tragen können. So I don't think there really is
an intellectual problem of Ich glaube also suffering. nicht, dass da ein intellektuelles Problem besteht. It's an emotional Es problem. ist ein emotionales Problem. And I think the answer to the emotional problem Und die Antwort auf das emotionale Problem, is to be found in Christ. die findet man in Jesus Christus. Christianity tells us that God does not stand by, coolly observing the suffering of his creatures. Das Christentum lehrt nicht, dass Gott kühl zurückgelehnt dasteht und die Menschheit beobachtet, Rather, he enters into human history and shares our suffering. sondern eigentlich im Gegenteil. Er selbst kommt in die Welt und nimmt teil an diesem Leiden. On the cross, Jesus bore a suffering of which we can form no comprehension. Am Kreuz trug Jesus eine Leidensflut, für die wir keine Vergleichbarkeit finden können. And why did he do that? Und warum tat er das? Because he loves you so much. Weil er dich so sehr liebt. When we contemplate his self-sacrificial love for us, Wenn wir seine selbstlose Liebe für uns verstehen and the suffering that he experienced on our behalf, und das Leiden, das er an unserer Stelle erlebte, that can give us the emotional strength to bear the cross that he asks us to bear in this finite life until we go to be with him forever. das kann uns auch die emotionale Stärke geben, das Leiden unseres Kreuzes, das er uns auferlegt, in unserem endlichen Leben zu tragen, bis wir einmal in die Unendlichkeit bei ihm sein werden. Now that's no answer to the intellectual problem, Das ist jetzt keine Antwort auf das intellektuelle Problem, but it is the solution to the emotional problem. aber es ist die Lösung für das emotionale Problem. Danke. Die nächste Frage kommt. Das hat mit Moral zu tun. Wenn der Mensch im Kollektiv die Fähigkeit der Empathie besitzt, würde dies die Existenz von objektiven moralischen Werten erklären? So this question has to do with morals. A possible explanation for the existence of objective moral values could be that humans as a collective have the capacity for empathy. Yeah, that view just is to say that moral values are not objective. Wir hören aus dieser Sicht, dass moralische Werte nicht objektiv sind. Rather, just as other social animals, such as baboons, elephants, or even pigs, have this sort of empathetic social experience, so human primates also have it. Denn genauso wie andere soziale Tiere, Lebewesen, Tiere auf der Welt, haben auch Menschen so ein soziales Gefüge und auch entsprechende Werte miteinander. So that's exactly the view that I described as naturalistic. Das ist genau das, was ich beschrieben habe als naturalistische Sicht. And there isn't any reason to regard that morality as objectively true. Und es gibt keinen Grund, warum man diese Moralvorstellung als objektiv wahr sehen sollte. Okay, die nächste Frage. Wenn Sie davon ausgehen, dass der Urknall auf Gott zurückzuführen ist, was hat Gott dann vor dem Urknall gemacht? Yeah. So, if you assume that God started the Big Bang, Right. what did God create before that? My argument is that there cannot be a beginningless regress of events in time. Ich halte fest, dass es nicht möglich ist, einen Unendlichen Regress. unendlichen Regress in den Ereignissen der Zeit zu haben. So there must be a beginning of time. Es muss also einen Anfang der Zeit gegeben haben. For convenience or simplicity's sake, we can think of the Big Bang as the beginning of time. Unsere Vorstellung der Einfachheit halber ist die Urknalltheorie als unsere Vorstellung für den Beginn der Zeit. We could think of God as counting down to the moment of creation. Jetzt könnten wir uns vorstellen, dass Gott sozusagen die Zeit abzählt bis für diesen Moment der Schöpfung. 3, 2, 1, let there be light.
3, 2, 1, es soll Licht sein. And then you would have a series of mental events prior to the Big Bang. Und dann würde man da eine Serie von Ereignissen haben vor dem Urknall. But we have no reason to think that there was such a thing. Es gibt aber keine Veranlassung, so zu denken, dass so etwas war. So, for simplicity's sake, we can identify the beginning of time with the Big Bang. Der Einfachheit halber identifizieren wir also den Anfang der Zeit mit dem Urknall. And what that means, as I said in my talk, is that the Ursache von Raum und Zeit zeitlos ist. Und das heißt, wie ich dargelegt habe in meinem Vortrag, dass die Ursache von Raum und Zeit zeitlos ist. Ja, das stimmt. So it's meaningless to ask, what was God doing before time began? Damit ist es aber bedeutungslos zu fragen, was Gott davor gemacht hat, bevor die Zeit begann. That's logically incoherent. Das ist logisch nicht Kohärent. Kohärent? Incoherent. Es ist inkohärent, genau, ja. It's like asking, what is north of the North Pole? Das ist so, wie wenn man fragen würde, was ist denn nördlich vom Nordpol? So, on my view, time is finite and has a beginning, and God existing without the universe is simply timeless. In meiner Sicht also heißt das, dass die Zeit endlich ist, einen Anfang hat und Gott, der außerhalb dieses Universums, in dem wir leben, existiert und auch davor keine Zeit hat. Okay, jetzt kommt eine Frage in Bezug auf Schöpfung. So this question is about creation, what you just said actually recently. Und Gott sprach, es werde Licht. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, erster Tag. Frage: Von welchem Licht ist hier die Rede? Nachdem die Sonne und andere Sterne erst am 4. Tag erschaffen wurden, sind die ersten 3 Tage 24 Stunden Tag oder beschreiben sie eine Zeitspanne? So this question refers to creation. God spoke, let there be light. God called the light day and the dark night, and it was evening and morning. This was the first day. So the question is, which light is referred to here, since we know that according to this creation story that the sun and stars were created on the 4th day. What was going on these first 3 days for these 24 hours? Here, Christians have a wide variety of interpretations of Genesis 1. Vor diesem Anfang der Bibel, Genesis 1, gibt es viele verschiedenste Interpretationen in der christlichen Welt. Some interpret it literally. Manche nehmen es ganz wörtlich. And would say that this is describing the sun, which only then appears later on. Die sagen dann, dass das die Sonne beschreibt, die dann erst erschienen ist. Others interpret the account metaphorically, where one shouldn't press the identity of this with particular heavenly objects. Andere verstehen das eher metaphorisch und damit heißt das, dass man also das nicht mit echten Himmelskörpern vergleichen sollte, die wir heute sehen. And I don't care to try to resolve this conflict among Christians. Ich möchte jetzt nicht diese Unterschiedlichkeiten auflösen unter den Christen. In my lectures on doctrine of creation, in meinen Vorträgen über die Schöpfung, which can be found at our website, reasonablefaith.org. Die man auf reasonablefaith.org finden kann, auf der Webseite. I lay out around 8 different interpretations that biblically faithful Christians have offered of Genesis 1. Lege ich dar, dass es in meinen Augen 8 mögliche Erklärungen gibt, die gläubige Christen dargelegt haben für diese Ereignisse. And I assess their strengths and weaknesses. Und ich diskutiere ihre Stärken und Schwächen. And I'd refer you to that discussion if you're interested. Ich möchte Sie einfach darauf hinweisen, auf diese Diskussion. But as I say, this is an in-house debate among Christians that really is of no relevance for our topic this evening. Das ist also eine Debatte, die innerhalb der Christenheit passiert, die auch mit dem Thema des heutigen Abends dann eigentlich so nichts zu tun hat.
Okay, noch eine Frage, another question. Wie beschreiben Sie den Unterschied zwischen Mensch und Tier? So how would you explain the difference or differences between humans and animals? Yeah. Now certainly there are enormous biological differences. Es gibt also enorme biologische Unterschiede. But for me, I'm a dualist. Ich bin ein Dualist. That is to say, I believe that humans are a composite of body and soul. Das heißt für mich, dass die menschliche Natur eine Verbindung aus Körper und Seele ist. So I think that what distinguishes us from mere animals is our human soul. Und das ist es, was uns auch unterscheidet von den Tieren, unsere Seele, unsere menschliche Seele. Which is a spiritual substance that is different from the body. Das ist also eine spirituelle Substanz, die einen Unterschied hat, die unterschiedlich ist zum Körper. And I would say that this view of human being is very defensible. Ich glaube, dass also diese Sicht natürlich sehr angreifbar ist. In the debate with physical reductionism. In einer Diskussion mit einer Reduktion auf das Physische. Or so-called epiphenomenalism. Oder einem Epiphenomenalismus. Only the dualistic view can give us things like. Langsam sprechen. Nur dieser dualistische Blick kann uns erklären. Freedom of the will. Die Freiheit des persönlichen Willens. Personal identity over time. Die persönliche Identität durch die Zeit. Intentionality of thinking. Das Gerichtetsein des Denkens. And mental causation. Und mentale Begründetheit und Zusammenhänge. Yeah, I'm not sure that. Causation, Kausalität. Kausalität. Ja, das ist mentale Ursache. Ursächlichkeit. Mentale Ursächlichkeiten, das wäre genau. So I find this dualistic view to be very plausible and would distinguish us fundamentally from animals, mere animals. Diese dualistische Sicht ist für mich sehr glaubwürdig und ist die Grundlage der Unterscheidung von uns Menschen zu den Tieren. Okay. Vielleicht die letzte Frage, das ist die letzte, die ich jetzt habe. Warum ist der christliche Gott der Ursprung des Universums und nicht ein anderes transzendentes Wesen? Why should the Christian God be the origin of the universe and not some other transcendental being? Yes. My first three arguments Meine ersten drei Argumente hier are consistent with any sort of generic monotheism. Die passen zusammen mit jeglichem Monotheismus, generischem Monotheismus. Such as is found in Judaism, Islam, or Christianity. Wie im Judentum, im Islam und in der Christenheit. So these first three arguments are not arguments for a specifically Christian form of monotheism. Diese drei Argumente, die ich jetzt sage, sind also nicht Argumente für eine spezifisch christliche Form des Monotheismus. It is only when we get to the fourth consideration that we move beyond monotheism to Christian monotheism. Nur wenn wir weitergehen und ein viertes Argument ins Auge fassen und vom Monotheismus auf einen christlichen Monotheismus uns bewegen. This fourth consideration was the subject of my Doktorarbeit an der Universität München. Darüber habe ich also meine Doktorarbeit an der Uni München geschrieben. And I honestly was quite astonished at what I found. Und ich war ehrlicherweise sehr überrascht von dem, was ich da gefunden habe. I shared with you these three fundamental facts that undergird the inference to the resurrection of Jesus. Ich habe Ihnen gezeigt, diese drei fundamentalen Tatsachen, die die Auferstehung von Jesus Christus belegen, stärken. It surprised me to learn that these facts were recognized as such, not simply by conservatives or Bible-believing Und ich habe überraschenderweise gefunden, dass die nicht nur durch so konservative, bibelgläubige Menschen
unterstützt werden, but by the wide majority of New Testament historians. sondern durch die sehr große Mehrheit aller neutestamentlichen Wissenschaftler. Gary Habermas has done a bibliographical essay about articles on the resurrection from 1975 to the present. Gary Habermas, Yeah, Habermas. Habermas mit H, hat einen Aufsatz geschrieben über die Auferstehungsberichte from when? Sorry, 1975 to the von present. 1975 bis heute. He surveys over 3,500 publications in English, French, and German. Er hat also 3.500 Publikationen in mehreren Sprachen, Englisch, Deutsch und Französisch, durchgelesen. And he found that 75% of the scholars agreed with the historicity of the empty tomb. Und die Entdeckung war, dass 75% der Gelehrten mit der Historizität des leeren Grabes, dass sie dieser zustimmen. And virtually everyone agreed with the Erscheinungen Jesu nach seinem Tod and der Ursprung des Glaubens der Jünger. Und jeder hat mit den beiden anderen Argumenten, die genannt wurden, übereingestimmt mit den Erscheinungen Jesu Christi nach seiner Auferstehung für seinen Jüngern und dieser Glaubenskraft der Jünger. So I think we have really good grounds for thinking that Christian theism is true. Deswegen denke ich, dass wir sehr gut die Gründe haben, zu denken, dass der christliche Theismus echt wahr ist. That the God who created and designed the universe has revealed himself decisively in Jesus of Nazareth by raising him from the dead. Dass der Gott, der das Universum geschaffen hat, sich ganz speziell darin uns Menschen geoffenbart hat, dass er Jesus Christus aus den Toten auferweckt. And for that reason and others, I am very enthusiastically a Christian. Und deswegen, und auch wegen anderer Gründe, aber deswegen bin ich ein sehr enthusiastischer Christ. Das war's mit der heutigen Folge. Wenn es Ihnen oder euch gefallen hat und ihr euch melden möchtet, macht das gerne über unsere verschiedenen sozialen Medien oder über unsere Website. Da gibt es ein Kontaktformular und da sind auch unsere E-Mail-Adressen zu finden. Wir freuen uns, von euch zu hören.